Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Kälte existiert nur im Kopf, sagen die Experten. Doch wenn Wasser dazukommt, dann wird es für den Körper schwierig, damit gut umgehen zu können. Und damit das Ganze Hand und Fuß hat, stellen wir heute vor die wasserdichten Socken und die wasserdichten Jagdhandschuhe von der Firma Sealskin. Kalte Füße im Winter, das Mittel dagegen, dicke Socken. Kein großes Geheimnis. Wenn ich 2-3 Stunden auf dem Ansitz sitze oder ein paar Stunden auf der Drückjagd stehe, mich nicht bewege, richtig dicke, fette Wollsocken und alles ist super. Solange ich nicht laufen muss, solange ich mich nicht groß bewegen muss. Denn dann fängt es nämlich an mit diesen Wollsocken. Die rutschen meistens runter, die Füße sind vielleicht sogar, dass sie anfangen nass zu werden, feucht zu werden. Also von innen, vielleicht sogar noch von außen. Von innen ist ganz blöd, denn diese Feuchtigkeit macht die Haut sehr weich und die obersten Hautschichten können sich ablösen und es gibt Blasen. Also alles, was ich überhaupt nicht haben will. Das heißt, wenn ich mich bewege, dann brauche ich Socken, Strümpfe, die warm halten und am Körper bleiben und am besten noch atmungsaktiv sind. Die Kniestrümpfe von der Firma Sealskins, die sind atmungsaktiv. Das ist schon mal eine gute Geschichte, aber sie sind auch wasserdicht. Und ich habe erst gedacht, wasserdicht und atmungsaktiv sind eigentlich zwei Sachen, die sich gegeneinander ausschließen. Wasserdicht würde ich mir eher vorstellen, sowas wie Neopren. Neopren ist ein aufgeschäumter Gummi, der 100% wasserdicht ist. Kennt man von den Taucheranzügen. Und wenn man es anfasst, hat man das Gefühl, da ist ein bisschen fester, da ist wahrscheinlich Neopren drin. Nur bei Neopren hätte ich das Problem, da käme kein Wasser von außen rein, aber auch von drinnen nicht nach draußen. Das heißt, wenn die Füße ein bisschen feucht werden durch die Bewegung, ein bisschen schwitzen, dann bleibt das Wasser da drinnen. Das heißt, ich habe wieder feuchte Füße. Das will ich aber nicht, weil feuchte Füße einfach eklig sind. Aber die schaffen das hier. Außen haben wir Nylon, 90% und 10% Elastan und dann kommt eine Membran. Diese Membran sorgt eben dafür, dass Wasser in größerem Tropfen nicht durchkommt, aber der Wasserdampf, wesentlich kleinere Moleküle, nach außen kommen. Auf der Innenseite habe ich Merino-Wolle, die sorgt dafür, dass der Strumpf nicht direkt auf der Haut liegt, sondern so ein bisschen so ein Mikroklima entsteht, dass also da Feuchtigkeit bzw. Wasserdampf ausgetauscht werden kann. Ich habe an den Oberseiten richtig schöne elastische Bündchen, dass sie nicht runterrutschen. Ich habe unten eine schön geformte Sohle und einen Fersenbereich. Das sind die richtigen Socken, wenn ich meine Füße warm und trocken halten möchte und dabei laufe, also mich bewege. Das ist die Kniestrumpf-Variante. Es gibt hier noch mal etwas kürzer, aber das ist die Waffe gegen kalte und nasse Füße. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, ich habe ja Schuhe, die sind schon atmungsaktiv. Das ist richtig, aber was passiert, wenn die Schuhe nass werden? Und zwar, weil das Wasser oben reinläuft. Kann passieren, blöde Sache. Ihr habt vielleicht auch ein paar Wechselsocken dabei, aber keine Wechselschuhe. Sind aber die Socken wasserdicht, habt ihr hier eine gute Chance, die Füße warm und vor allem trocken zu halten. Das Wasser ist jetzt hier vom Anfassen, aber man sieht, der Fuß ist trocken. Blut, kalte Füße, wir machen alles. Hätten wir auch im Sommer drehen können, oder? Da wäre es nicht schön. Das ist wohl wahr, ja.
Stefan, ist das Wasser kalt? Ich merke nichts. Also ich würde jetzt nicht stundenlang drin laufen wollen, aber die Füße sind noch trocken. Also wenn man es jetzt mal hier anschaut. Jetzt ist von oben über die Socke gelaufen, ne? Von oben reingelaufen, genau. Ja, aber geil. Man sieht, ja, da ist nichts. Da ist nichts. Also da, wo die Füße sind, da wäre jetzt noch trocken. Und die Füße, und man hat ja gesehen, die Schuhe sind jetzt komplett nass. Ja. Schon eine coole Sache. Die Füße sind warm und trocken. Jetzt kommen die Hände dran. Das sind die Allwetter-Jagdhandschuhe von der Firma Sealskin. Und auf den ersten Blick sehen sie aus wie alle anderen guten Handschuhe. Sie haben auf der Rückseite hier mit Klett kann man das Ganze zuziehen. Ein schönes Bündchen, das nach hinten abschließt. Das ist winddicht, das ist wasserdicht. Auf der Oberseite eine Kunstfaser, auf der Innenseite Ziegenleder, ein glattes Ziegenleder. Sehr robust und sehr angenehm, etwas zu greifen. Geht damit super. Nur wenn ich jetzt die Waffe in die Hand nehme und möchte meinen Zeigefinger, mit meinem Zeigefinger meinen Abzug richtig spüren, dann habe ich mit allen Handschuhen das Problem, da wird es schwierig. Also man muss das üben. Und da gibt es nämlich hier eine schöne Möglichkeit. Ich kann den nämlich einfach, und zwar nur den Zeigefinger, ausziehen. Ich ziehe einfach diese Lasche hier rüber, mache die mit dem Magnet auf der Rückseite, also auf dem Handrücken fest und habe hier meinen freien Abzugsfinger für den Schuss. Ich finde das gut, dass das ein Magnet ist. Das geht nämlich lautlos. Also kein Klettverschluss, der jetzt, wenn man das Ganze zurücknimmt, um jetzt wieder reinzukrabbeln mit dem Finger, riesen Lärm macht. Natürlich ist an dieser Stelle der Handschuh nicht wasserdicht. Aber es ist auch kein Handschuh, um jetzt den Fisch aus dem Fluss zu holen, sondern eigentlich für die normale Jagd. Wenn ich draußen rumlaufe, meine Hände schön warm haben möchte und bei Bedarf schnell meinen Zeigefinger frei machen möchte. Natürlich ist es auf beiden Seiten möglich, also ob Rechts- oder Linkshänder wird hier nicht bevorzugt oder benachteiligt. Eine sehr angenehme Geschichte. Innen drin habe ich ein schönes Futter, das einfach das Ganze nach außen isoliert und trotzdem eine gute Griffigkeit des Handschuhs behält. Eine kleine Besonderheit hat der Daumen, besonders die Oberseite des Daumens, denn hier haben wir ein Vlies eingearbeitet. Und das ist nämlich eine ganz coole Geschichte. Es gibt immer wieder mal eine Situation, wo ich etwas abwischen will. Mit dem Leder etwas Feuchtigkeit irgendwo abwischen, funktioniert nicht. Die Rückseite ist so eine Art Nylonüberzug. Das nimmt auch keine Feuchtigkeit auf. Aber ein Vlies, ob das jetzt eine Optik ist vom Fernglas oder vielleicht notfalls sogar vom Zielfernrohr, wenn etwas beschlagen ist, Vlies an der Stelle, ohne jetzt irgendwo ein Tuch rausholen zu müssen, gut mitgedacht, gefällt uns sehr gut. Natürlich ist das Abklappen des Zeigefingers nicht nur für den Abzug wichtig, sondern vielleicht auch mal, um ein Handy zu bedienen oder irgendwie ein bisschen mehr Gefühl zu haben, um irgendwas anzufassen, eine Schraube zu drehen oder irgendetwas zu machen. Dafür ist es klasse, wenn ich kurzzeitig oder relativ schnell, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen, meinen Zeigefinger frei bekomme. Zusammenfassend kann man sagen, die wasserdichten und atmungsaktiven Strümpfe, ich wollte gerade schon wieder Socken sagen, von Sealskin und die Jagd-Allwetter-Handschuhe sind beide super durchdacht und eine richtig gute Geschichte für die kalte Jahreszeit, wenn man gleichzeitig dabei aktiv ist. Ich unterscheide schon noch, wenn ich draußen sitze und es ist kalt und ich bewege mich nicht, dann vielleicht noch eine zweite Lage oder eine dicke Socke. Aber sobald ich mich bewege, sobald ich ein Stückchen laufe, sind diese normalen Socken einfach komplett überfordert. Die Sachen von Sealskin bekommt ihr bei Recon Company. Da gibt es noch verschiedene andere Geschichten. Es gibt noch Fäustlinge von den Handschuhen. Es gibt diese Socken auch noch mal in kurz. Schaut einfach mal rein. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zahlt mit der Währung von YouTube, nämlich mit dem Like. Wenn ihr mehr von unseren Sachen sehen wollt, die Glocke drücken, damit ihr auch über weitere Videos informiert werdet. In diesem Sinne, Weidmanns Heil und immer trockene Füße. Spring, Zwerg, spring!
Er tut es. Er tut es. Er tut es. Oh, das wird gut. Ich habe eine scheiß Absprungstelle hier. Das wird schön. Hier sehen Sie das tschechische Murmeltier bei der Arbeit in seinem natürlichen Umfeld. Das possierliche Tierchen krabbelt gerne durch das Geäst und ist auch in einer Dickung unterwegs. Wenn es nicht gerade mit der Nahrungssuche beschäftigt ist, dann wird es sich der Paarung widmen. Doch am liebsten ist dieses possierliche Tierchen im Wasser unterwegs.